Dualseelenzeichen und ihre Bedeutung. Seelenpartnerzeichen, Zwillingsflammenzeichen, Zwillingsseelenzeichen oder einfach Zeichen und ihre Bedeutung. Das ist das Thema von heute. Ich wollte schon länger dieses Video machen, komme erst jetzt dazu. Es geht darum, dass Zeichen euch begleiten auf eurem Weg. Das habt ihr sicher schon gemerkt. Das kann dieses 1111 sein, ganz klassisch, 2222, Dualseelenzeichen. Ne? Das kann aber auch viel subtiler vor sich gehen, indem es seine Initialen sind, ihr Geburtsdatum auf Nummernschildern, auf Autokennzeichen, auf, was gibt es noch, randomly beim Zahlen an der Kasse. Ihr kauft 5 Artikel und plötzlich, bumm, total, sein Geburtstag und so weiter. All das sind Zeichen, ne? Und ich habe ja schon mehrere Videos dazu gemacht. Aber in welche Richtung ich heute gehen möchte, ist so ein bisschen weg von wegen, hey, alles deutet auf ihn oder sie hin. Das ist ja, ne, wie gesagt, das sind diese typischen Zeichen, die ich gerade erwähnt habe. Und das ist auch sehr echt, auch sehr real. Es gibt aber auch einfach Zeichen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, die Zeichen müssen nicht personengebunden sein. Das kann euer eigener Geburtstag sein, den ihr als Zeichen seht. Das kann, was weiß ich, ne, diverse Dinge sein, die halt vorfallen, die immer wieder bestätigen, hey, ja, du machst es richtig. Hey, ja, der Weg ist richtig. Hey, ja, das ist dein nächster Schritt. Es kann ganz allgemein sein. Ihr wisst nicht, soll ich eine Ausbildung anfangen oder nicht. Ihr wisst nicht, soll ich weiterhin mit dieser Freundin mich treffen, obwohl ich mich jedes Mal einfach komisch fühle danach. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwas ist los, wo ich mich nachher einfach nicht bei mir fühle. Ich zweifle, mir gehen Sätze nach, die sie gesagt hat, wo ich nicht weiß, was soll das überhaupt. Ne? Irgendwas ist da los und da könnte zum Beispiel ein Zeichen sein, dass euch kurz vor dem Treffen, was weiß ich, fast ein Auto überfährt. Ist ein bisschen radikal gerade, aber halt sowas in der Art. Ihr seid auf dem Weg dahin, ne? Vielleicht wo ihr sie treffen wollt und irgendwas fällt vor. Oder ihr kommt vom Treffen und irgendwas sonst Schlechtes fällt vor und ihr fangt an zu merken, dass sich das häuft. Ne? Immer wenn ihr diese eine Freundin trifft, fällt danach irgendwie was vor. Ich kann euch von einem eigenen Beispiel berichten, dass ich mit einer Freundin, Bekannten hatte, das folgendermaßen aussah. Es war so, dass ich mich, ja, wir hatten halt eine Freundschaft, ne, über, was weiß ich, 1, 2, 3 Jahre, eine relativ neue Freundschaft, auch nicht super eng, aber doch auf Vertrauensbasis. Wir haben uns ausgetauscht, wir hatten ähnliche Hobbys und ja, es hat einfach irgendwie Klick gemacht. Wir haben uns gut verstanden, haben einfach gerne Zeit zusammen verbracht. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es ein Thema gibt rund um Geld. Ich hatte mehrere Dinge, die immer nach einem Treffen mit ihr, wo mir irgendwie Geld abhanden kam. Einmal war das so, dass ich im Ausland war und vergessen hatte, dass ich da dieses eine Land, wo ich war, nicht inklusive hat bei meinem Abonnement. Sie angerufen hatte über eine Stunde und das am Schluss über 100 € gekostet hat, das Gespräch. Ich das natürlich, ne, einen Monat später erst auf der Rechnung gesehen habe und so dachte, hä, diese Nummer, wer war das überhaupt? Ach, das war sie. Ne? Das nächste Mal war ich von einem Besuch bei ihr durch die halbe Stadt mit dem Auto nach Hause gekommen. Spät abends, irgendwie um Mitternacht, habe mein Auto kurz irgendwo hingestellt und wurde abgeschleppt, weil ich scheinbar vor irgend so ein Parkverbot, 24 Stunden No-Go-Zone, mich hingestellt hatte, das nicht beachtet hatte. Und dann war am nächsten Tag einfach mal mein Auto weg, ne? Besuch bei Polizei, alles wieder rausgelöst, über 300 €. Und dann dachte ich so, hey, was ist hier los? Ich kam von ihr zurück. Was war noch? Es waren wirklich immer, und also es hat natürlich eine Weile gedauert, bis mir aufgefallen ist, aber es war wie so ein Money Leak, ne? Wie so einfach Geld, das sich verabschiedet hatte aus meiner Realität, immer innerhalb von wenigen Stunden, wo ich sie getroffen hatte oder wo ich mit ihr zu tun hatte. Bis ich gemerkt habe, dass sie
ja, dass es halt zusammenpasst, dass sie mich in irgendeiner Form äh, dass sie mir in irgendeiner Form Geld abnimmt, auch Geld, aber auch Energie, ne? Dass das nicht so stimmig ist, wie ich dachte, dass sie nicht so verlässlich ist, wie ich dachte und dass sie ihre eigenen Geldblockaden, die sie hat, so ein bisschen bei mir ausgelebt hat. Das wurde plötzlich bei mir weniger, ne? Aus dem Nichts raus, immer wenn halt dieser Kontakt da war. Also habe ich mit der Zeit gemerkt, hey, da ist irgendwas los, da ist irgendwas, was nicht gut ist für mich. Und es macht auch Sinn, ne? Mit dem, was ich rational, wie soll ich sagen, kognitiv, also bewusst wahrgenommen habe rund um unsere Beziehung, waren das Zeichen. Das waren ganz klare Zeichen. Ein anderes Mal hatte ich ein Vorgespräch mit jemand, der mit mir arbeiten wollte und wir haben einen Termin vereinbart auf Zoom, wie ich das immer mache, ne? Und es war da schon vorher, war so ein Gespräch, im Gespräch war was vorgefallen von der Art, wie er mit mir sprach und alles, wo ich so dachte, hey, geht's noch? Da ist kein Respekt. Das ist irgendwie, wie der mit mir spricht. Ne? Aber wie das so ist, ich und mir vertrauen, das ist so eine ganze Lebensgeschichte. Ich darf immer mehr lernen, mir zu vertrauen, meine Intuition zu hören. Und ja, habe halt dieses Zoom-Treffen trotzdem durchführen wollen. Ne? Da war ich so ein bisschen spät dran, habe noch kurz mir Wasser geholt. Ich hole mir immer so ein ganz großes Glas Wasser, wenn ich meine Treffen habe, da ich da sicher nicht verdurste, wenn das länger geht. Und alles noch kurz installiert, Zoom auf, was weiß ich. Und dann kurz bevor das Gespräch gestartet ist, er war schon ne, im Zoom-Raum und ich so, hey, ich komme gleich, ich bin bereit sozusagen, ziehe ich irgendwie an der Maus, die da noch ein Kabel hatte. Und das ganze Wasserglas entleert sich auf meinem ganzen Desk, ne, auf meinem ganzen Büro-Schreibtisch. Und das war so eine Sauerei, ne, wie ich noch nie veranstaltet habe und rund um alle elektronischen Geräte rum, wo ich auch dachte, hey, das, das will mir mal sagen. Das ist ein Zeichen, ich habe noch nie, ich mache jetzt doch seit Jahren Coach und bin seit vielen Jahren auch am Arbeiten. So ein großes Glas Wasser habe ich jetzt echt noch nie ausgeleert. Das hat was zu bedeuten. Und so war es ein Hinweis drauf, hey, diese Zusammenarbeit brauchst du nicht. Und ich habe dann auch so entschieden und dann hat er noch sein wahres Gesicht gezeigt und wurde richtig ausfällig, weil er sich gefreut hatte, weil er sich darauf verlassen hat, dass er diese Zusammenarbeit, dass er darauf zählen kann, was weiß ich. Es ist eigentlich alles mit richtigen Dingen zu und her gegangen von meiner Seite, aber es hat sich dann die Wahrheit gezeigt, ne? Als es sozusagen zur Trennung kam, wir waren noch gar nicht lange zusammen, also zusammen in der Zusammenarbeit. Das war alles ganz frisch und wurde noch aufgegleist und alles. Aber einfach, das ist auch ein Zeichen, ne? Und so kann es euch mit x-beliebigen Sachen gehen. Das können, wie gesagt, Zahlen sein, das können Gläser sein, die umfallen, das können Autos sein, die euch fast überfahren, das können Anrufe sein, die nicht funktionieren, ne? Das ist manchmal auch, man will jemanden anrufen und die Verbindung kommt einfach nicht zustande, wo ich auch immer noch mal reinfühle, so, soll das sein? Was ist hier? Soll der Anruf sein? Tut er mir gut? Gibt es einen Grund, dass der nicht zustande kommt? Also das ist so diese, ich würde mal sagen, diese spirituelle Lebenshaltung, dass ihr wisst, es ist nichts umsonst und euch wird kommuniziert, ne, von oben, von rund um euch herum. Ihr könnt es einfach nicht wahrnehmen, dass da noch ganz viel ist um euch herum. Euch werden diese Zeichen gegeben, euch werden diese Hinweise gegeben, auch von eurem Unbewusstsein, auch von dem, was ihr nicht bewusst aktuell aktiv im Kopf, ja, halt im Bewusstsein aktiv denkt, diese 4%. Wir denken ja nur bewusst mit 4%, der Rest ist unbewusst. Und wenn man anfängt, darauf zu gucken und diese Zusammenhänge herzustellen, ne, so kann man auch besser damit umgehen, wenn diese ganz spezifischen Dualseelenzeichen kommen, von wegen, hey, plötzlich ist da ein Foto von ihm, plötzlich irgendein Gespräch, das ich nach langem wieder mit einem Bekannten führe, als zweites fällt sein Name. Ähm, was weiß ich, all diese Hinweise, das fällt dann auch leichter zu sagen, okay, das sind Hinweise, das ist nicht, ich muss jetzt mit ihm zusammen sein oder es gibt kein Leben ohne ihn oder siehst du, er ist doch meine Dualseele. Natürlich kann es all das sein, aber es kann auch viel im größeren Rahmen gesehen werden, von wegen, du bist auf dem richtigen Weg in deiner Transformation. Du machst es schon richtig, du setzt einen Fuß vor den anderen
indem du diese Weiterbildung jetzt noch anfängst, indem du dieses neue Hobby auslebst, indem du vielleicht den Wohnsitz änderst, indem du vielleicht mit einer Freundin Schluss machst, die dir nicht mehr gut tut. Du machst es richtig. Es geht genau um das. Es geht um diese kleinen Entscheidungen im allgemeinen, im alltäglichen Leben, wo du geführt bist. Du bist geführt auf dem Weg zu dir. Du bist geführt, ähm, dein wahres Ich zu werden. Du musst es nicht alleine machen. Nicht nur ich als Coach kann dich begleiten, sondern du bist begleitet. Das ist das, was viele ja auch ganz aktiv spüren. Wieso? Hey, wow, ich brauche mir gar nicht den Kopf zu brechen, weil ich werde ja, ich habe wie das Gefühl, das ist wie so eine innere, unsichtbare Hand, die mich führt und leitet. Ich brauche nur darauf zu vertrauen und darf lernen, ne, ich lernen darf, mir zu vertrauen, immer noch mehr und mehr und mehr und mehr. Ich glaube, es hat sich schon viel gebessert und trotzdem gibt es noch Dinge, wo ich mir noch nicht vertraue. Und dass auch jeder von euch das lernen darf, zu vertrauen, auf diese innere Hand zu vertrauen. Es kommt mir gerade ein Beispiel von Smith, das ist so ein Ökonom, der die Invisible Hand, ne, den Markt reguliert. Es kommt mir das Studium, Dinge kommen mir jetzt in den Kopf. Also diese unsichtbare Hand, die führt, ne, die den Markt führt, aber jetzt auch euch auf eurer Reise führt und leitet und wo ihr wissen könnt, ihr seid sicher. Ihr könnt sozusagen nichts falsch machen, weil wenn ihr euch verrennen wollt oder möchtet, nicht möchtet, aber es passiert halt einfach, dann kommt halt vielleicht dieses Wasserglas, das ausleert, ne? Dann kommt halt vielleicht, hey, was weiß ich, deine Ferien wurden gerade storniert, ne? Wir haben gerade deine Unterkunft storniert, weil vielleicht sollst du da gar nicht hin. Natürlich hast du einen freien Willen, natürlich kannst du einfach wieder eine neue Unterkunft buchen. Aber wenn ihr so ans Leben herangeht, dass ihr euch fragt, hey, was will mir das gerade sagen hier? Und nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand, hey, Urlaub gebucht, ich muss jetzt in dieses Hotel, ich muss jetzt an diesen Reiseort, sondern sagt, hey, das wurde gerade alles abgesagt. Beim Flughafen streiken sie und die Unterkunft ist abgesagt. Was will uns das sagen? Vielleicht haben wir zu Hause viel zu viel zu tun. Wir wissen genau, wir wollen den Balkon renovieren, wir wollen die Kleine ins Ferienlager schicken und wir wollen eigentlich gar nicht weg. Und das sind jetzt Zeichen, dass das die beste Lösung für alle ist, wenn wir zu Hause bleiben. Zum Beispiel. Das wollte ich heute teilen. Ich hoffe, es hilft euch, es inspiriert euch, es gibt euch irgendwas. Und danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe und tschüss.